Hi Leute, das lange Warten hat endlich ein Ende. Wir haben für euch das brandneue Kinect Star Wars Game angetestet. Damals. Kein Padawan könnte einen besseren Lehrmeister haben. Eine Freude, ihr Rat. Das habt ihr gut gemacht, Mara. Der Rat dankt euch. Wir wissen, dass ihr die Wichtigkeit dieses Vorhabens begreift. Bereitet euch etwas Sorgen, Meister Yoda? Dunkles in der Zukunft dieser Padawan, ich sehe. Wir haben das Spiel für euch intensiv angetestet, um zu sehen, ob es wirklich so dunkel um euch oder um das Spiel aussieht. Die Kampagne lässt sich mit bis zu 2 Spielern spielen, die jeweils flüssig in das Spielgeschehen ein- und wieder aussteigen können. Zunächst lernt ihr in der Kampagne die Grundlagen im Lichtschwert rumgefuchteln. Aber hier schon stellt sich ein zwiegespaltenes Gefühl ein. Ihr könnt zwar wirklich das Schwert wie real halten, aber die eigentlichen Schlagbewegungen sind hier in ein paar Standard-Moves beschränkt. Weiter geht es dann in diesem Tutorial-Level. Hier lernt ihr, wie ihr euch in den schlauchartigen Levels fortbewegen könnt. So richtig frei könnt ihr euch, wie ihr seht, natürlich nicht bewegen. Aber im Vergleich zu anderen Kinect-Spielen ist die gefühlte Freiheit doch sehr groß. Hier sind wir gerade dabei beim fröhlichen Rumfuchteln, das es braucht, um einen Raumgleiter ganz im Yoda-Stil aus dem Sumpf zu befördern. Wie geil ist das, Mann? Oh, wie geil. Das will ich auch nicht. Von dem Vater. Weiter ging unser Abenteuer dann auf dem Speederbike. Man konnte fröhlich durch die Wälder heizen, dabei Sprünge machen und versuchen, Bäumen auszuweichen. In meinem Fall habe ich, glaube ich, aber eher versucht, so ziemlich jeden Baum mitzunehmen. Etwas Verstecktes, ich spüre. Vorsicht. Gelegentliche Schusssequenzen auf dem Speederbike kann man nicht direkt beeinflussen, sondern man schießt einfach, wenn man einen Feind vor sich im Fadenkreuz hat. Im Allgemeinen klappt die Steuerung des Speederbikes doch recht gut, egal ob über Land oder über Wasser. Die Grafik im gesamten Spiel ist sehr stilvoll und ja, stimmungsvoll gehalten. Hier sieht man, dass das Geschwindigkeitsgefühl gut rüberkommt und Kamerafahrten, ja, verstärken das Ganze. Natürlich ist es nicht mehr die allermodernste Grafik, aber doch, für ein Kinect-Spiel kann man eigentlich nicht viel mehr erwarten, finde ich. Die Story ist, wie es zu erwarten war, verhältnismäßig dünn. Die Cutscenes sind zwar alle sehr schön, aber es geht so wahnsinnig schnell und man wird halt direkt in das Getümmel geworfen. Diese Lichtschwertgemetzel hat man wirklich bis zum Umfallen. Und warum man das Ganze tut, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und wen interessiert's? Hier wird das Ganze kurzzeitig aufgelockert, da man so einen doofen Wookie mit der Macht von einem Baumstamm befreien muss. Aber ja, viel mehr Abwechslung gibt es in diesen Abschnitten leider nicht. Ja, die Lichtschwertduelle. Meiner Meinung nach hätte das Highlight des ganzen Spiels werden können. Aber leider klappt die Steuerung nicht so gut. Und sie sind auch sehr, naja, holprig umgesetzt. Es gibt Phasen, in denen man Schläge abwehren muss, also einfach die richtige Richtung blocken. Und dann, wenn der Balken vollgeladen ist, kann man angreifen. Das Ganze wiederholt sich dann einfach so lang, bis der Gegner das Zeitliche segnet. Schade. Wirklich schade. Da wäre mehr drin gewesen. Im Vergleich dazu ist der Raumgleiterkampf wirklich erfrischend. Man fliegt zwar auch durch schlauchige Levels, wird also wie auf Schienen gesteuert,
aber man fühlt sich doch etwas so, als hätte man den Steuerknüppel des Raumkleiders in seinen Händen. Außerdem gefallen mir diese Szenen vor allem grafisch besonders gut. Die kleinen Cutscenes, die man immer wieder zwischendrin sieht, verstärken noch das Ganze. Diese Boss-Duelle, die es als gesonderten Spielmodus gibt, in dem man am Ende sogar gegen Darth Vader persönlich kämpfen kann, sind an sich die normalen Duelle, die ich schon vorgestellt habe. Die einzige positive Änderung hierbei ist, dass man hin und wieder dazu kommt, seine Macht einzusetzen und Gegenstände und ähnliches auf den Gegner schleudern kann. Rancor Rampage. Auch das ist ein gesondert auswählbares Minispiel. Wobei Minispiel dem Ganzen vielleicht nicht mal gerecht wird. Vom ganzen Kinect Star Wars hat mir genau das nämlich am allermeisten Spaß gemacht. Ihr könnt im Godzilla-Style mit einem Rancor Städte verwüsten und erledigt dabei kleine Mini-Aufgaben wie Leute platt trampeln, Gebäude platt trampeln, Leute auffressen, ja, alles was man halt so gern macht. Das Schöne dabei ist vor allem, dass die Steuerung mal so richtig gut umgesetzt ist. Man kann wie wild mit seinen Armen rudern, man kann sich in die Gebäude reinwerfen. Es ist einfach nur schön. Das ist übrigens der Versuch, einem Dorfbewohner platt zu klatschen gewesen. Ja, was lässt sich schlussendlich sagen? Das Spiel hat eine gute Grafik. Die Steuerung ist stellenweise sehr gut bis in Ordnung umgesetzt. Abwechslung wird groß geschrieben. Man kann es toll zu zweit spielen. Man kann auf jeden Fall Spaß haben. Es ist nicht die Bombe, aber es war klar, dass ein Casual Game zu erwarten ist. Und das ist es geworden. Und zwar wirklich solide meiner Meinung nach.